Willkommen bei Verlauf der Geschichte. An einem Punkt, an dem Geld, Macht und Geschichte aufeinandertreffen. In jener komplexen Welt, in der nicht so einfach ist, wie es scheint. Stell dir den 12. September 2019 vor. Wir sind auf der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Die Atmosphäre vibriert vor Spannung. Während die großen Hersteller ihre neuesten Modelle präsentieren, ist die Spannung förmlich spürbar. Doch zwischen all diesem Glanz zieht ein Fahrzeug alle Blicke auf sich. Der Vision EQS von Mercedes. Dieses Auto ist das erste vollelektrische Flaggschiff der legendären S-Klasse, eine Vision, die Luxus und den innovativen Geist der Zukunft vereint, quasi ein Manifest in die Zukunft. Mercedes kündigte an, dass die Produktion bald beginnen werde, und verspricht ein Serienmodell, das dem Prototyp sehr nahe kommt. Dieses Fahrzeug tritt als Konkurrent auf, der Tesla vom Thron stoßen soll. 100% elektrisch, im Luxussegment angesiedelt und preislich mit dem Tesla Model S vergleichbar. Die Möglichkeit, Tesla zu überholen, wirkt nun durchaus realistisch. Das Design des Vision EQS sprengt fast die Grenzen der Vorstellungskraft. Es wirkt so futuristisch, dass es direkt aus einem Science-Fiction-Film stammen könnte. Aerodynamische Linien, ein über die gesamte Breite reichendes Touch-Display, Neonlichter, die die Türen verbinden, und abgerundete Kanten machen ihn zu einem Meisterwerk, das der S-Klasse würdig ist. Reiche Menschen und Diplomaten aus aller Welt haben bereits ihre Schecks bereit, um dieses Fahrzeug zu erwerben. Schließlich präsentiert Mercedes im April 2021 auf der Automobilmesse in Shanghai die finale Version des EQS. Doch das Überraschende ist, das Design des Fahrzeugs stimmt kaum mit dem Prototypen überein. Mercedes' Versprechen, dem Prototyp treu zu bleiben, scheint weitgehend ins Leere gelaufen zu sein. Das Ergebnis ist im besten Fall gewöhnlich, im schlimmsten Fall äußerst abstoßend. Sogar das Design der Benz-Version der S-Klasse wirkt im Vergleich ansprechender. Der Hauptgrund dafür liegt darin, dass Mercedes die Ästhetik zugunsten der Verbesserung der Aerodynamik und der Reduzierung des Luftwiderstands geopfert hat. Das Problem ist, wenn jemand 130.000 € für ein Luxusfahrzeug ausgibt, wird das äußere Erscheinungsbild zu einem entscheidenden Kriterium. Für viele Käufer ist nicht nur die elektrische Antriebstechnik oder Effizienz ausschlaggebend. In vielen Fällen ist dies sogar zweitrangig. Wie zu erwarten, sind die Verkaufszahlen äußerst enttäuschend. Im Jahr 2022 verkaufte Mercedes nur 23.000 X und 2023 halbierte sich diese Zahl auf lediglich 14.000 Einheiten. Das entspricht einem Rückgang von 40% im zweiten Verkaufsjahr. Das Fahrzeug ist nicht nur als Neuwagen, sondern auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt wenig gefragt. Wer dieses Auto tatsächlich gekauft hat, dürfte beim Wiederverkauf einen erheblichen Wertverlust festgestellt haben. Zwar verlieren Luxusfahrzeuge generell schnell an Wert, doch der EQS stellt hier einen Rekord auf. Bereits ein Jahr nach dem Kauf wird das Fahrzeug durchschnittlich für fast die Hälfte des ursprünglichen Preises weiterverkauft. Ein Blick auf Online-Marktplätze zeigt, dass manche Angebote unter 70.000 € liegen, obwohl die Käufer einst 130.000 € gezahlt hatten. In den USA ist die Lage noch dramatischer. Dort liegen einige Angebote bereits bei 40.000 $. Das ist weniger als ein voll ausgestatteter, normaler kleiner Toyota. Und dabei sprechen wir hier von einem S-Klasse EQS. Alles in allem scheint die EQ-Reihe eine der größten Enttäuschungen in der Geschichte von Mercedes zu werden. Einer der Hauptgründe für diese Entwicklung könnte sein, dass Mercedes sein zuvor angekündigtes Ziel, bis 2030 nur noch Elektrofahrzeuge zu verkaufen, zurückgezogen hat. Die Herausforderungen beim Übergang zu Elektrofahrzeugen üben erheblichen Druck auf das Unternehmen aus. Dieses Problem ist jedoch nicht auf Mercedes beschränkt. Der gesamte Automobilmarkt, insbesondere etablierte Marken, befindet sich derzeit in einer ernsten Krise. Die Gewinnmargen sinken kontinuierlich, und keine deutsche Marke ist mehr im geschützten Bereich. Das Beispiel Mercedes ist besonders interessant, wenn man es anhand der S-Klasse betrachtet. Bis 2023 ist der Umsatz des Unternehmens auf das Niveau von 2016 zurückgefallen, es gibt also keinen nennenswerten Fortschritt. Die Aktienkurse stagnieren seit fast einem Jahrzehnt. Das eigentliche Problem lautet, wie konnte es passieren, dass ein Unternehmen, das einst führend im Luxusautomobilsegment war und im Elektrofahrzeugmarkt die Konkurrenz hinter sich lassen wollte, heute zu den Herstellern mit dem geringsten Absatz von Elektroautos weltweit gehört? Die Elektrofahrzeugreise von Mercedes beginnt mit dem Rücktritt von Dieter Zetsche, einem charismatischen CEO, der Mercedes zu einem sozialen Statussymbol gemacht hat. Zetsche begann 1976 als technischer Ingenieur in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Mercedes und stieg über Jahrzehnte auf,
bis er 2006 die CEO-Position übernahm. Sein erster Schritt war die Entscheidung, sich von Chrysler zu trennen, einem Unternehmen, das Mercedes lange besaß, das aber finanziell eine große Belastung darstellte. Die Richtigkeit dieser Entscheidung zeigte sich schnell. Nur wenige Tage nach der Unabhängigkeit meldete Chrysler Insolvenz an. Doch Zetsches kluge Entscheidung war nur der Anfang weiterer Erfolge. Dank dieser Strategie konnte das Unternehmen die Finanzkrise 2008 überstehen und 2016 BMW überholen, wodurch Mercedes zum weltweit größten Premium-Autohersteller wurde. Nach über 40 Jahren, in denen Zetsche maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen hatte, trat er 2019 in den Ruhestand. Es musste ein neuer CEO ernannt werden: Ola Källenius. Auch Källenius war ein langjähriger Mitarbeiter. Er hatte 1993 direkt nach seinem Abschluss im Rechnungswesen bei Mercedes begonnen. Als er das Unternehmen übernahm, befand sich die Automobilbranche in einem tiefgreifenden Wandel. Ende 2019 präsentierte Tesla den Cybertruck, der den Beginn einer großen Revolution im Elektrofahrzeugmarkt markierte. Kurz darauf, Anfang der 2020er Jahre, stiegen neue Akteure wie Rivian und Lucid schnell auf. Bei Rivians Börsengang erreichte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 150 Milliarden $, das Doppelte des damaligen Marktwerts von Mercedes. In diesem dynamischen Umfeld musste Källenius nicht nur als CEO erfolgreich sein, sondern auch Mercedes als führendes Unternehmen im Elektrofahrzeugmarkt positionieren. Dazu begann er, alle Elektrofahrzeughersteller genau zu beobachten und zu analysieren. Diese Unternehmen elektrifizierten ihre Fahrzeuge nicht nur, sondern modernisierten sie umfassend. Fast alles wurde neu gestaltet. Minimalismus wurde zum Trend, riesige Displays fanden ihren Platz in den Fahrzeugen, Türgriffe wurden neu gestaltet, Armaturenbretter verwandelten sich in große iPads, und sogar die Lüftungsschlitze konnten nun über das Display gesteuert werden. Eines der auffälligsten Merkmale dieser Modernisierung war das Design. Auf den ersten Blick war sofort erkennbar, dass es sich um ein Elektroauto handelte. Besonders das Fehlen eines Kühlergrills und die schlichte, elegante Ästhetik machten einen großen Unterschied. Der neue CEO Ola Källenius konzentrierte sich voll und ganz auf diese Transformation und kombinierte sie mit seiner Führungsvision. Bis 2030 sollten alle Fahrzeuge elektrifiziert werden, unterstützt durch Investitionen von über 60 Milliarden €, um den Wandel voranzutreiben. Was Källenius jedoch nicht bewusst war, ist, dass er meiner Meinung nach kurz davor stand, einen kleinen, aber kritischen Fehler zu machen. Ein Fehler, der ihn in ernsthafte Schwierigkeiten bringen würde. Genau so begann die Krise um den elektrischen Mercedes im Jahr 2021. Das Unternehmen brachte seine erste vollelektrische Modellreihe unter dem Namen EQ auf den Markt. Zu dieser Reihe gehörten Modelle wie der EQS, bereits erwähnt, EQA, EQB, EQE Limousine und EQE SUV. Allerdings waren die Designs der Fahrzeuge nahezu identisch. Um es bildhaft auszudrücken, sie sahen ein wenig aus wie Eier. Besonders problematisch war dies bei den höherklassigen Modellen wie dem EQS und dem Maybach SUV. Ein Auto für 220.000 € ähnelte fast einem Toyota Corolla, zwar etwas eleganter, aber weit entfernt von den Erwartungen der Kunden in dieser Preisklasse. Der Hauptgrund für diese fehlerhaften Designentscheidungen war Mercedes' Bestreben, auf Augenhöhe mit Konkurrenten wie Tesla und Lucid zu stehen. Man wollte eine perfekte Aerodynamik erzielen und die Reichweite optimieren. Dabei vernachlässigte Mercedes jedoch meiner Ansicht nach einen entscheidenden Faktor: die Erwartungen der Kunden. Käufer, die bereit sind, 100.000 bis 200.000 € auszugeben, lassen sich nicht nur von perfekter Aerodynamik oder einer starken Batterie beeindrucken. Diese Faktoren sind zwar wichtig, aber das, was sie wirklich suchen, sind Luxus, hoher Komfort, unzählige Features und ein wirklich beeindruckendes Design. Einige wohlhabende Kunden bevorzugen es, beim Fahren auf den hinteren Sitzen Platz zu nehmen. Bei diesem Modell wurde dies jedoch kaum berücksichtigt. Ein interessantes und fast schon humorvolles Gegenbeispiel ist die Marke Hummer. Der Hummer erinnert mit seiner Form an eine große Schuhschachtel, wird aber gerade wegen seines charakteristischen Designs von vielen geliebt. Als das erste vollelektrische Modell der Marke auf den Markt kam, wurde ein anderer Ansatz verfolgt. Statt das Design zu verschlanken oder die Aerodynamik zu optimieren, vergrößerte das Unternehmen die ohnehin imposanten Abmessungen des Hummers noch weiter, um den auffälligsten elektrischen Pickup und SUV zu schaffen. Den elektrischen Hummer zu beschreiben, ist nicht einfach, da er völlig außerhalb des Gewohnten liegt. Mit seinen gigantischen Maßen darf er in Europa aufgrund seines Gewichts von 4,5 Tonnen nicht ohne Sondergenehmigung gefahren werden. Natürlich handelt es sich um einen Nischenmarkt, der mit klassischen Autos nicht vergleichbar ist.
In seiner Kategorie wurde das Modell jedoch besonders in den USA ein großer Erfolg. Ähnliches gilt für die vollelektrische Version des Ford F-150. Die Benzin-Version dieses berühmten Pickups ist seit 41 Jahren das meistverkaufte Fahrzeug in den USA. Um das Markenimage zu bewahren, behielt Ford beim Elektromodell die wesentlichen Eigenschaften des Verbrennermodells bei und ersetzte nur den Motor durch einen elektrischen. Diese Beispiele zeigen, wie zwei Unternehmen die Elektrifizierungsrevolution angenommen haben und wie gut sie ihre Zielgruppe verstehen. Sie wissen genau, welche Erwartungen Kunden an ein Elektrofahrzeug haben. Kehren wir nun zu Mercedes zurück und betrachten die Markteinführung der EQ-Reihe im Jahr 2021. An dieser Stelle versuchte Mercedes, eine elektrische Version der berühmten G-Klasse zu präsentieren. Der Prototyp erhielt zwar nicht so viel Kritik wie der EQS, wies jedoch einige Verbesserungen auf, die zeigten, dass aus früheren Fehlern gelernt wurde. Der Charakter des Geländewagens wurde deutlich besser bewahrt. Dennoch gab es weiterhin designbezogene Kritikpunkte. Beispielsweise wurde das hintere Ersatzrad durch eine quadratische Aufbewahrungsbox ersetzt, und die Stoßstange wirkte weniger aggressiv, was von einigen negativ bewertet wurde. Vor dem geplanten Marktstart 2024 können auf Basis des Prototyps noch Verbesserungen vorgenommen werden, um die Schwächen der restlichen Reihe zu berücksichtigen. Mercedes versucht, einige Details zu verschleiern, doch in Wirklichkeit scheint die EQ-Reihe schrittweise aufgegeben zu werden. Bei der G-Klasse sind Anpassungen jedoch noch möglich, da dieses Modell erst 2024 auf den Markt kommt. Beispielsweise wurde die Namensgebung geändert. Das Modell wird nun nicht mehr als EQG, sondern als G580 mit EQ-Technologie verkauft. Zudem wird das Design traditioneller gestaltet. Die futuristische Silber-Schwarz-Kombination des Prototyps wird zugunsten klassischer Farben wie Schwarz, Blau und Beige ersetzt. Das Unternehmen kündigte an, den Kunden die Möglichkeit zu geben, bei Elektrofahrzeugen sämtliche Anzeigen vollständig zu entfernen und somit einen noch schlichteren Ansatz im Design zu wählen. Mit dieser Option kann der Kunde einen einfachen Kühlergrill, eine Standardstoßstange und ein Ersatzrad ohne quadratische Box am Heck verlangen. Als Folge dieser Neuerungen wurden die Kommentare von Experten und der Öffentlichkeit deutlich positiver. Diese Möglichkeit ist jedoch bislang nur bei der G-Klasse anwendbar, da das Fahrzeug noch nicht auf dem Markt ist. Bei den bereits existierenden Modellen größere Änderungen vorzunehmen, ist deutlich schwieriger. Mercedes plant, die bestehenden Modelle bis 2028 mit kleineren Updates am Leben zu erhalten, da dann eine neue elektrische Modellreihe auf den Markt kommen und die EQ-Reihe vollständig ablösen wird. In dieser Übergangsphase sollen einige Modifikationen vorgenommen werden. Die klassischen Kühlergrills werden wieder eingeführt, der ikonische Stern auf der Motorhaube kehrt zurück, und die Rücksitze werden für mehr Komfort verbessert. Natürlich haben diese Neuerungen erhebliche Kosten. Sie sind nicht billig, sondern eher hoch. Die Rentabilität der Mercedes-Automobilsparte sank im ersten Quartal 2023 von 15% auf 9% im ersten Quartal 2024. Zudem gingen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr um 8% zurück. Zudem zeigt der Konkurrent BMW eine bemerkenswerte Leistung. Man könnte denken, allen geht es schlecht, das ist teilweise richtig, aber im direkten Vergleich hat Mercedes unter dem Stillstand bei Elektrofahrzeugen deutlich stärker gelitten. BMW verkauft mehr Elektroautos, sowohl absolut als auch prozentual am Gesamtabsatz aller Motoren. Im Jahr 2023 entfielen 15% der BMW-Verkäufe auf Elektrofahrzeuge. Mercedes hingegen erreicht in diesem Segment nur einen Marktanteil von 12%. BMW verfolgt einen ganz anderen Ansatz. Die Marke bewahrt die klassische Ästhetik ihrer Elektrofahrzeuge und produziert diese auf derselben Produktionslinie wie die Verbrennermodelle, um die Kosten zu senken. Mercedes versuchte mutig, innovativ zu sein, doch dieser Vorstoß brachte nicht die gewünschten Ergebnisse und schlug ins Gegenteil um. Folglich besinnt sich das Unternehmen nun wieder auf seine etablierten, traditionellen Werte. BMW hingegen verfolgt in diesem Prozess einen ausgewogeneren Ansatz. Die Marke bewahrt ihr traditionelles Erbe, gewöhnt die Kunden schrittweise daran und führt Innovationen nach und nach ein. Meiner Ansicht nach wird Mercedes die Lehren aus dieser Erfahrung nicht so schnell vergessen. In einem extrem wettbewerbsintensiven Markt hat diese Situation das Unternehmen deutlich zurückgeworfen. Interessant ist dabei, während unter der Führung eines Ingenieurs alles gut lief, begann das Unternehmen, einen anderen Kurs einzuschlagen. Manche könnten sogar behaupten, dass die Leitung nun in die Hände eines Buchhalters überging, der kein tiefes Produktwissen besitzt. Wenn dir das eine neue Perspektive eröffnet hat, abonniere den Kanal.
Die Geschichte enthält Antworten auf deine Fragen, und ich werde dir zeigen, wo du sie finden kannst.